Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Heute zeigen wir genau, wie wir in Eigenleistung einen Estrich mit Fußbodenheizung verlegen. Unsere hier gezeigte Vorgehensweise des Estricheinbaus im Altbau ist auch im Neubau anwendbar. Es ist keine Anleitung, sondern einfach nur eine Dokumentation, wie wir unser Projekt erfolgreich selbst erledigt haben. Bei unserer Kernsanierung reißen wir den alten Holzfußboden raus und ziehen eine neue bewährte Betonbodenplatte ein. Wie wir dabei genau vorgehen, zeigen wir in einem detaillierten Video auf unserem Kanal. Dieses Zimmer wird von uns komplett saniert, die Zwischendecke wird abgerissen, neu gedämmt und verkleidet. Aufputzleitungen werden umgelegt und die Elektroinstallation komplett erneuert. Das Fenster kommt raus und wird durch eine bodenlange Terrassentür ersetzt. Doch zurück zu unserem Fußbodenaufbau. Die neue Bodenplatte ist die stabile Unterlage für den folgenden Aufbau. Ist die neue Bodenplatte ausgehärtet und gereinigt, kann zunächst mit der Abdichtung begonnen werden. Wer genau sein will, entfernt vorher noch die Sinterschicht. Wir verwenden eine einfache Bitumenbahn und kleben diese auf die Bodenplatte. Dafür verwenden wir Bitumen-Kaltkleber. Ist mit erhöhter Feuchtigkeit von unten zu rechnen, kann man hier auch eine hochwertige Polymerbahn aufbrennen. Wir achten darauf, dass gerade die Übergänge gut verklebt sind. Das flächige Aufkleben funktioniert gut und ohne Blasenbildung mit dem dickflüssigen Kaltkleber. Wir lassen die Bahn ca. 5 cm überlappen. Die abgerollten Bahnen neigen am Ende zum Hochstehen, daher beschweren wir sie mit alten Steinen, bis der Kleber trocken ist. Wir verwenden einen Bitumenanstrich, um die Abdichtung an den Wänden hochzuführen, bis zur Horizontalsperre im Mauerwerk. Unter den Fenstern wird die Dämmung ebenfalls in 2 Schritten bestrichen. Auch die Übergänge werden damit nachbehandelt. Ist die Abdichtung trocken, kann mit der Fußbodendämmung begonnen werden. Wir verwenden einfachen Bauschaum, um die Dämmplatten zu fixieren und die Fugen zu verschließen. Wir verwenden hier Dämmplatten als DEO-Ausführung für erhöhte Belastbarkeit. Diese Styroporplatten sind günstiger als XPS-Styrodur-Dämmplatten. Das teurere XPS-Material kommt besonders für Einbau im Feuchtbereich und bei sehr hohen Belastungen zum Einsatz. Wir verwenden hier lieber das günstigere DEO-EPS und bauen dafür 2 x 8 cm Dicke ein. So haben wir eine höhere Dämmwirkung und können problemlos Heizungs- und Wasserleitungen in die Dämmung verlegen. Dafür eignet sich die Verwendung eines Styroporschneiders.
Die Alu-Verbundrohre können einfach und sicher in die Kanäle verlegt werden. Wir achten darauf, dass die Leitungen in der Dämmung in einem Stück ohne Verbinder verlegt werden, so schließen wir spätere Lecks unter dem Estrich aus. Der Styroporschneider eignet sich auch hervorragend zum sauberen Zuschneiden der Dämmplatten. Die zweite Lage Dämmplatten legen wir nun einfach über die verlegten Leitungen. Diese sind nun sicher verpackt und super gedämmt. Eine Beschwerung durch Steine sorgt dafür, dass der ausdehnende Schaum keine Platten verschiebt. In diesem Bereich werden später die Heizleitungen für die Fußbodenerwärmung in den Keller geführt. Insgesamt haben wir die komplette Fläche so mit 16 cm Dämmung versehen. Als nächstes wird eine karierte Bändchenfolie verlegt. Bis zur Verklebung helfen einfache Tacker gegen Verschieben. Beim Verkleben achten wir darauf, dass die Raster der Bahnen zueinander passen. Das erleichtert später das Verlegen der Fußbodenheizung. Jetzt kommt der Randdämmstreifen zum Einsatz. Der sogenannte schwimmende Estrich hat später keinen direkten Kontakt zur Wand. Daher ist der Randdämmstreifen sehr wichtig. Das Ankleben an der Wand erleichtert das Vorgehen. In den Ecken soll der Estrich später auch bis in die Ecke fließen können. Der Dämmstreifen wird mit der Bändchenfolie verklebt. Die Dachlatte erleichtert das Verkleben und sorgt dafür, dass die Folie nicht zu kurz angeklebt wird. Das saubere Verkleben ist wichtig, damit später kein Wasser aus dem frischen Estrich in die Dämmung läuft. Für die folgende Verlegung der Fußbodenheizung zeichnen wir uns den Verlauf der Leitungen vorher an. Den Verlauf muss man sich wie eine Schnecke vorstellen mit Hin- und Rückweg.
Die Heizungsrohre sollen später einen Abstand von etwa 15 cm haben. Das Zimmer mit 18 Quadratmetern bekommt 2 Kreisläufe von jeweils etwa 60 Metern Länge. Eine Haspel erleichtert das Abrollen der Leitung. Bei dem Heizrohr handelt es sich um eine vernetzte 5-Schicht PE-XC-Rohrleitung. Wir beginnen die Verlegung im Anschlussbereich und führen das Rohrende in den Keller. Es geht an der Wand los, damit man keine Fläche durchschneidet. Die Befestigung erfolgt mit einem Setzstock für Tackernadeln. Die Kunststoff-Tackernadeln halten das Heizrohr in Position. Zu zweit geht das Verlegen gut voran. Die Tacker werden durch die Bändchenfolie in das Styropor geschossen. Die vorher markierte Verlegung spart jetzt Zeit und sorgt dafür, dass die Leitung gleich an der richtigen Stelle liegt. Sind die Tacker einmal durch die Bändchenfolie gedrückt, sind sie schwer wieder herauszuziehen. Man sieht hier gut, wie wir zunächst 30 cm Abstand halten. Denn sind wir in der Mitte angekommen, geht es dazwischen wieder zurück. So erhält man schließlich den richtigen Abstand der Heizleitungen. Jetzt legen wir die zweite Schnecke. Beide Kreisläufe sollen ungefähr gleich lang sein, auch wegen des Fließwiderstandes des Heizwassers. Sind die Leitungen verlegt und bis zur Anschlussstelle geführt, kann es mit dem Estrich losgehen. Wir verwenden Estrichgitter und schneiden 50 cm breite Streifen. Diese legen wir an einer Wand entlang. Darauf legen wir eine Schnellputz-Eckschiene, denn diese wollen wir als Abziehhilfe für den höhengerechten Estricheinbau verwenden. In dem 4,5 Meter breiten Raum werden 3 Schienen auf diese Weise verlegt. Wenn die Schienen zu hoch auftragen, kann man sie etwas flacher biegen. Wir mischen uns einen Eimer voll Estrich an, womit die Schienen nun fixiert werden. Die richtige Höhe kontrollieren wir mit Hilfe eines Rotationslasers und dem Zollstock. Wir berechnen 1,5 cm für den vorgesehenen Fliesenaufbau mit ein. Die Schienen werden also 1,5 cm unterhalb der fertigen Fußbodenhöhe eingebaut. Der Estrich wird somit eine Dicke von etwa 5,5 cm haben. Die Schienen eignen sich aus unserer Sicht gut für diesen Zweck, da sie durch ihre Eckform nicht leicht verbiegen. Sie bestehen teilweise aus Streckmetall, welches sich gut im Estrich verankern lässt. Man kann sicher auch normale Schnellputzschienen verwenden, diese müssen dann allerdings mehr unterfüttert werden, da sie sonst leicht durchhängen.
Die Schienen müssen nun einen Tag aushärten. Wir bereiten die Zuwägung für das Einbringen des Estrichs vor. Den Estrich mischen wir selber. Dazu verwenden wir einen großen Eimer Wasser, aus dem man schnell mit einem Messbecher präzise schöpfen kann. Der Estrichsand ist in Deutschland genormt. Dieser hat wenig Feinanteil und ein 8 mm Größtkorn für eine bessere Verzahnung. Wir mischen den Sand mit dem Portlandzement im Verhältnis 3:1. Dazu verwenden wir 12 Liter Baueimer, um eine möglichst gleichbleibende Festigkeit zu erlangen. Für den Bedarf ermitteln wir zunächst das Volumen des einzubringenden Estrichs. In diesem Fall sind es 18 Quadratmeter multipliziert mit 5,5 cm Dicke bzw. 0,055 Meter. Das ergibt hier genau einen Kubikmeter zu mischenden Estrich. Als Faustformel benötigt man pro Kubikmeter Estrich etwa 350 Kilogramm Portlandzement. Wir haben also 14 Säcke à 25 Kilogramm und noch 5 Säcke in Reserve besorgt. Wir kippen den Sand, gefolgt vom Mörtel, in die Maschine. Das Verhältnis zur Wasserzugabe liegt bei etwa 1 Liter pro 8 Kilogramm Trockenmischung. Hierbei kommt es aber auch auf den Feuchtegehalt und die Kornverteilung im Estrichsand an. Daher muss man die genaue Wasserzugabe individuell vornehmen. Mit dem Messbecher lässt sich der Wasseranteil über den gesamten Einbau gut gleichbleibend bemessen. Den so gemischten Estrich bringen wir mit der Karre zum Einbauort. Wir verteilen den Estrich grob mit der Schaufel. Jetzt kann man relativ einfach die Höhe des Estrichs anhand der Schienen abziehen. Dazu eignet sich ein Alu-Richtscheit. Die erste Mischung war etwas zu trocken, daher machen wir den Estrich ab jetzt etwas feuchter. Wir haben zwischen den Schienen natürlich vorher auch Estrichgitter als Armierung verlegt. Dies ist nicht zwingend nötig, dadurch vermeidet man jedoch spätere Risse im Estrich. Wir achten darauf, dass das Material gut in alle Ecken und unter die Schienen gelangt. Die eine Hälfte können wir hier mit dem 2 Meter, die andere mit dem 3 Meter Alu-Richtscheit abziehen. Das haben wir uns vorher ausgemessen und den Abstand der Abziehschienen passend gewählt. Langsam aber sicher arbeiten wir uns rückwärts aus der Fläche heraus. Durch die Hin- und Herbewegung mit dem Alu-Richtscheit bekommt der Estrich eine recht glatte Oberfläche und vorstehende Sandkörner werden eingedrückt. Die Profis gehen mit Reibebrett und Estrichschwert über die Estrichfläche. Für uns reicht die Oberfläche für das spätere Fliesenlegen so vollkommen aus.
Beim Abkippen mit der Karre achten wir darauf, dass die Leitungen nicht beschädigt werden. In den Ecken ist der Einbau mit dem Richtscheit komplizierter, aber mit etwas Geduld bekommt man auch hier die Fläche recht glatt. Mit der Kelle nehmen wir zum Schluss überschüssiges Material weg. Das Ziel dieser Vorgehensweise ist, auch als ungeübter Estrichleger eine plane Fläche hinzubekommen, die genau auf der richtigen Höhe ist. Wir sind mit unserem Ergebnis zufrieden. Auf dieser Fläche sollen Bodenfliesen verlegt werden. Dazu und zur weiteren Sanierung findet ihr Videos auf unserem Kanal. Bitte abonniert gerne, damit wir unseren Kanal weiter ausbauen können. Vielen Dank für das Interesse an diesem Video. Wenn es dem einen oder anderen weiterhilft, würden wir uns freuen. Bis zum nächsten Mal.